Diesmal zeige ich eine Kleinstformatkamera von der Firma Feinwerktechnik in Lahr und die Kamera selbst heißt MEC 16. Wir sehen die Kamera jetzt im geschlossenen Zustand, so wie sie für den Transport am besten geeignet ist. Ich zeige wieder mal hier eine Armbanduhr im Vergleich zur Kamera selbst und werde die Kamera jetzt mal öffnen, so dass man dann auch Fotos machen kann. Hoppala. So. Ich habe jetzt hier dieses Teil rausgezogen. Dahinter verbirgt sich der Sucher. Hier ist das Teil, was zum Motiv zeigt, und hier hinten ist das Okular. Und hier vorne sieht man jetzt den Schacht, der zum Objektiv führt. Hier vorne ist der Auslöser. Ich drehe die Kamera jetzt mal um, dann kann man sie vielleicht besser von oben betrachten. Hier ist der Aufzug. Ich mache das mal gleich. Man nimmt hier den Hebel raus und dann kann man den Verschluss aufziehen und könnte jetzt auch auslösen. Ich wiederhole das jetzt nochmal. So, die Kamera ist wieder aufgezogen. Dann sieht man hier das Filmzählwerk. Die Kamera kann 24 Aufnahmen erzeugen und ich gehe jetzt mal hier rüber. Hier ist die Einstellung für die Verschlusszeiten, und zwar von B über 30 Sekunde bis hin zu immerhin stolzen 1000 Sekunde. Das ist schon nicht schlecht. Hier auf der anderen Seite sieht man die Blendeneinstellung. Die größte Blende der Kamera ist 2,8 und die kleinste Blende wäre 16. Hier in der Mitte wird jetzt die Entfernung eingestellt. Und zwar kann die Kamera Entfernung scharf stellen von 0,3 Meter bis zu unendlich. Und sie hat hier eine Position, die die maximale Tiefenschärfe erreicht, also die typische Schnappschussentfernung. Nochmal ein Blick von hinten. Hier wäre das kleine Sucherokular. So sieht die Kamera von unten aus. Hier einmal das Stativgewinnanschluss und auch eine Filtereinlegemöglichkeit sieht man hier. Wenn ich das hier aufmache, dann kommt ein kleiner Schacht zum Vorschein. Hier kann ich eine Filterscheibe einsetzen, zum Beispiel einen Gelbfilter, und dann wieder zuziehen. Und dieses Filter wäre jetzt hier vor der Kamera. So, ich werde jetzt die Kamera mal öffnen. So. Und wir können mal jetzt hier einen Blick reinwerfen. Hier hinten wird der Film eingelegt, das ist federnd gelagert. Eine Seite der Filmpatrone, die andere Seite der Filmpatrone ist ein Spezialfilm für 16 mm Film. Hier oben gibt es noch den Synchronkontakt, so dass man also auch gut Blitzaufnahmen machen kann. Ja, damit ist die Kamera hier kurz vorgestellt worden.